Hi Braufreunde, ich bin Thomas von Leuktalbräu, der Hobbybraukanal. Heute zeige ich euch das neue Reinigungssystem für den Fermentasaurus sowie die Fermenter Kings. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr gleich. Ja, und hier ist das neue Reinigungssystem für den Fermentasaurus. Und zwar besteht das hier oben aus dem wie gewohnten Deckel, der hier etwas modifiziert wurde mit dem Reinigungsschlauch. Und hier im unteren Teil ist so eine bewegliche Kugel, die dann die Reinigungsflüssigkeit an sich dann gegen die Innenwandung vom Fermentasaurus dann drückt. Auf der anderen Seite haben wir dann hier am unteren Teil den Ablauf, den wir unten einschrauben können. Und das Ganze läuft dann hier über eine Pumpe und die zirkuliert das Ganze. Ich baue das mal zusammen und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. So, und ist soweit zusammengebaut, die Pumpe hier unten angebracht am Ventil. Ventil können wir nun öffnen. Hier den Schlauch habe ich mit einem Kabelbinder hier befestigt, dass der hier oben nicht einknickt. Ne? Ansonsten, wenn der dann runterhängt, knickt der ein und so hat er dann ein bisschen Stabilität. Hier ist Netzteil, das ist in dem Fall ein 12 Volt Netzteil mit 2,5 Ampere, das die Pumpe dann betreibt. Das stecken wir jetzt mal ein und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Schon läuft die ganze Sache, man sieht dann schön, das wird hier dann hochgepumpt und dann hier schön an der Wandung läuft das Ganze runter. In dem Fall habe ich jetzt hier Starsan PBW als Reiniger genommen und wir lassen das jetzt mal ein paar Minuten durchlaufen und man sieht dann auch schon, wie das Ganze dann sauber wird. So, das Ganze ist jetzt so um die 5 Minuten mit dem Starsan PPW gereinigt worden. Man sieht auch innen drin so komplett sauber. Und ich habe das jetzt ausgekippt und gehe jetzt mit dem Starsan HB, also dem Desinfektionsreiniger, nochmal durch und dann ist das fertig. Ja, das war es soweit auch schon zum neuen Reinigungssystem von Keking für den Fermentasaurus. Der passt auf alle Generationen, also Generation 1, Generation 2 und die neue Generation 3, die ich euch auch noch vorstellen werde, die es aktuell noch nicht am Markt gibt, aber die jetzt demnächst auch kommen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und falls ihr noch kein Abo habt, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.